Im Folgenden wird euch eine wissenschaftlich akkurate und lang analysierte Darstellung meines inneren Kindes präsentiert. Also zumindest stelle ich es mir so vor, dass es beim inneren Kind aber nicht nur ums Albernsein geht, sondern das Ganze krass in unserer Psyche verwurzelt ist, wollen wir uns in diesem Video mal genauer anschauen, denn irgendwie ist das innere Kind voll zu einem Trend geworden. Auf TikTok heißt es, dass man sich immer wieder vorstellen soll, mit wem man da eigentlich spricht, wenn man beispielsweise negative Gedanken hat. Oder dass man sich mit seinem inneren Kind und dem möglichen Trauma auseinandersetzen soll. Hey, can we talk? Nah, I don't really want to talk right now. Das Thema scheint auch ziemlich aufgekocht zu sein, nachdem dieses Buch von Stefanie Stahl rausgekommen ist mit dem Titel Das Kind in dir muss Heimat finden, was neben dem ganzen Erfolg auch gut an Kritik abbekommen hat. Denn es kann zum Beispiel triggernd sein, wenn man sich bloß durch Trends und Bücher wie von Stefanie Stahl mit seinem inneren Kind auseinandersetzt. Deswegen checken wir heute ab, ob mit dem inneren Kind nur Geld gemacht wird oder warum genau das jetzt zum Trend geworden ist. Was hat das innere Kind überhaupt mit meinen heutigen Emotionen zu tun und wie lerne ich damit umzugehen? Um das alles zu klären, habe ich mit der Psychologin Uroba Aslam gesprochen. Ich bin von Psychologie und bin klinische Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Let's go! Das innere Kind begegnet uns viel öfter, als wir im ersten Moment vielleicht denken. Allein schon, wenn dich eine konstruktive Kritik mehr kränkt, als sie es eigentlich tun sollte oder du schnell wütend wirst, dann kann das ein Ausdruck des inneren Kindes sein. In den Momenten, wo man sich irgendwie selbst und seine Emotionen nicht richtig versteht, soll oft der Blick in die Kindheit helfen. Man hatte irgendwie Streit mit den Eltern, man ist 6 Jahre alt, 7 Jahre alt und dieser Streit war ganz, ganz schlimm. Man wurde ignoriert danach oder vielleicht sogar ins Zimmer geschickt und nicht gehört, was man eigentlich zu sagen hatte. Und so kann man als Kind vielleicht auch lernen, hey, ich werde nicht gehört. Wenn ich sozusagen ein Bedürfnis habe und das sage, dann kommt es zu einem Konflikt, kommt es zu einem Streit. Das ist negativ, wenn ich etwas erklären möchte oder sagen möchte, für mich einstehen möchte. Diesen Modus kann man sozusagen im Erwachsenenleben mitnehmen. Und wenn jetzt sozusagen ein Konflikt passiert in der Partnerschaft mit Freunden oder Freundinnen, dann kann man genauso reagieren, wie man damals auch reagiert hat, weil dann genau dieser gleiche Modus wieder eintritt wie damals. Nicht immer, aber oft. Und das ist auch ein wichtiger Disclaimer für das Video hier. Wir möchten nichts pauschalisieren oder sagen, dass das innere Kind immer einen Einfluss auf unser heutiges Verhalten als erwachsene Person hat. Oft wird aber davon gesprochen, dass der Kontakt und die Aufarbeitung zum inneren Kind der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sein soll. Ja, klingt nach einem nicen Markt, mit dem man mal wieder gut Kohle machen kann, aber eins nach dem anderen. Die eine exakte Definition vom inneren Kind gibt es allerdings nicht. Aber so generell kann man sagen, dass es eben der Spiegel für unser Unterbewusstsein ist und dafür, was einen geprägt hat in den ersten Lebensjahren. Dafür muss man wissen, dass wir auf die Welt kommen und unser Gehirn da nur zu 25% ausgebildet ist. Das bedeutet, dass die Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern machen, ganz, ganz tief in uns abgespeichert werden. Und bei unseren Eltern lernen wir, ob wir liebenswert sind und was wir tun müssen, um in einer guten Beziehung zu sein. Und entweder hat man diese erlebten Emotionen und Erfahrungen verarbeitet oder nicht und man trägt ein Kindheitstrauma davon. Das innere Kind hat also viel mit dem Selbstwert, dem Urvertrauen und Glaubenssätzen zu tun. Ein Beispiel dafür: Wenn jemand in der frühen Kindheit gelernt hat, dass es falsch ist, Gefühle wie Wut oder Traurigkeit zu zeigen, wird diese Person anders zu sich und seinen Emotionen eingestellt sein, als jemand, der in all seinen Gefühlen auch schon als Kind geliebt und akzeptiert wurde. Stefanie Stahl unterscheidet da auch zwischen Sonnen- und Schattenkind. Das Sonnenkind soll eigentlich nur darstellen die glücklichen Dinge, die man so erlebt hat, die guten Glaubenssätze, die guten Dinge, die man über die Welt gelernt hat in der Kindheit, und das Schattenkind so ein bisschen die Sorgen, die Ängste, die Zweifel und all die schlechten Dinge, die man so als Kind erlebt hat und so ein bisschen noch mitgenommen hat ins Erwachsenenleben. Das Sonnenkind wird mit seinen Glaubenssätzen als ein Ideal und auch als Ziel des Heilungsprozesses eines Schattenkinds angesehen. Aber auch wenn ihr sagt, dass ihr eine schöne Kindheit hattet mit tollen Erinnerungen und viel Liebe und Geborgenheit, muss das laut Stefanie Stahl trotzdem nichts heißen. Keine Kindheit ist perfekt, weil es gibt keine perfekten Eltern. Deshalb trägt laut ihr jeder Mensch ein inneres Kind in sich, das Verletzungen erfahren haben soll. Also jeder trägt ein bisschen ein Sonnenkind in sich und ein Schattenkind. Nur ist es unterschiedlich, welches Kind in einem stärker und welches schwächer ausgeprägt ist.
ist. Laut unterschiedlichen PsychologInnen ist es unwahrscheinlich, dass Eltern immer alle Grundbedürfnisse eines Kindes abdecken können. Und das passiert meist unterbewusst, denn Eltern, die selbst als Kind traumatisiert wurden, werden dann bei der Erziehung ihrer Kinder wieder mit dem Trauma unterbewusst konfrontiert. Und wenn sie es nicht reflektieren und aufarbeiten, kann es sein, dass sie es so auch an ihre Kinder weitergeben. Ich kann mir hier aber auch richtig gut vorstellen, dass das bei so manch einem Elternteil eine Menge Druck auslösen kann, die eine Person in der Familie zu sein, die die Weitergabe von Traumata durchbricht und dann der Cycle Breaker ist. Also klingt nach einer Menge Verantwortung, wenn ihr mich fragt. Wie kann ich in solchen Situationen überhaupt merken, dass mein inneres Kind verletzt ist? Also wie verstehe ich das dann eigentlich? Ja, das ist natürlich auch nicht ganz so banal und nicht so einfach. In der Therapie nimmt man sich dafür total viel Zeit. Ich würde sagen, wenn es Momente gibt, wo man wirklich extrem emotional wird, wo man das Gefühl hat, man entscheidet nicht mehr bewusst über sein Verhalten, sondern es passiert irgendwie automatisch, ne, das wie so eine Kurzschlussreaktion ist. Wenn ich sowas bei mir merke, versuche ich mich zu fragen, woher ich dieses Gefühl vielleicht schon kenne, aber da will ich ganz ehrlich mit euch sein, mir fällt das noch verdammt schwer. Dafür hole ich mir dann zum Beispiel auch professionelle Hilfe. Das geht für mich so viel tiefer, als allein einen Online-Kurs zu machen. Also es ist ohne diesen ganzen Druck verbunden und man hat einfach jemanden, der einen richtig an die Hand nimmt und dem man vertrauen kann. Um sich und sein inneres Kind zu verstehen, soll es helfen, das Unbewusste ins Bewusste zu holen, damit man begreift, wieso man wie, wo, wann handelt. Das heißt, man spiegelt sein Verhalten mit seinen frühkindlichen Prägungen. Wie fängt man eigentlich damit an? Was bedeutet das überhaupt? Das ist, denke ich, ein lebenslanger Prozess. Das kann man nicht von heute auf morgen machen und dann sagt man, boah, ich habe jetzt mein inneres Kind geheilt und ich bin jetzt fertig damit und kann jetzt mein Leben perfekt leben. Erstmal geht es einfach darum, sich bewusst zu machen, hier, was für Bedürfnisse hatte ich vielleicht in der Kindheit, die nicht so nachgegangen wurden, die nicht befriedigt wurden. Es geht bei innerer Kindarbeit immer darum, dass man sozusagen aus diesem Erwachsenen-Ich sein inneres Kind so ein bisschen befriedigt und ihm so ein bisschen das gibt, was es damals nicht bekommen hat. Dabei kann man sich mehrere Ich-Zustände vorstellen. Das Erwachsenen-Ich, das Eltern-Ich und das Kind-Ich. Das Hier und Jetzt, das, was einen geprägt hat und was einem heute vielleicht fehlt und das, was geprägt wurde. Damit man erkennt, was das innere Kind braucht, soll es helfen, direkt mit dem Kind in Kontakt zu treten und ihm dann das zu geben, was es braucht. Aufmerksamkeit, Liebe oder eine Umarmung. Also das erwachsene Ich kümmert sich dann um das innere Kind und gibt ihm das, was in der Kindheit zu kurz gekommen ist. Das nennt man auch Self-Reparenting. Also hier schenkt man seinem inneren Kind Sicherheit, Mitgefühl und ein offenes Ohr für Sorgen und Ängste. Es darf aber auch einfach nur ein ganz lockeres Gespräch sein. Durch diese Selbsterziehung soll man die ungesunden inneren Dialoge und negativen Glaubenssätze, die man beispielsweise von den Eltern oder auch anderen Bezugspersonen gelernt hat, reflektieren und ersetzt sie dann durch einen gesünderen Dialog. Ja, dass man, ich wollte jetzt sagen einfach, aber so einfach ist das natürlich nicht, dass man guckt, wie hat man sich damals gefühlt in der Kindheit und dass man mal dieses Gefühl wirklich mal rausholt und jetzt im Erwachsenenleben aufarbeitet und denkt, hier bei diesem Streit habe ich mich so gefühlt wie damals, als meine Mutter oder mein Vater oder meine Lehrerin, Lehrer mich bestraft haben. Also das rauszuholen, diese Brücke zu schaffen zwischen damals und jetzt. Und das mal wirklich bewusst zu werden, aufzuarbeiten. In manchen Familien wird sehr offen mit Emotionen umgegangen, während es in anderen nicht üblich ist, emotionale Erfahrungen zu benennen, auszudrücken oder auch zu teilen. Beim Self-Reparenting lernt man dann aber genau das. Man kann natürlich auch lernen, sich selbst zu trösten, für sich selbst da zu sein. Es geht gar nicht immer nur darum, dass andere Menschen einen hören und verstehen, sondern dass wir das Bedürfnis auch für uns selbst einfach klären können und lösen können, indem wir uns selbst zuhören. Und dass das nicht jedem einfach fällt, ist nachvollziehbar. Beispielsweise für Menschen, die körperlichen und/oder sexuellen Missbrauch erlebt haben oder emotional und/oder körperlich vernachlässigt wurden. Wenn man selbst nicht weiter weiß, kann ein therapeutischer Ansatz helfen. Also es muss gar nicht sein, boah, ich muss jetzt irgendwie einen Nervenzusammenbruch erleiden oder kann meinen Alltag gar nicht mehr leben und dass ich dann erst entscheide, in Therapie zu gehen. Das kann auch wirklich echt viele Instanzen vorher passieren. Natürlich sind wir schon erwachsen, aber der Modus, der sozusagen in uns steckt, das ist das Kind und Kinder brauchen einfach nochmal sehr viel Unterstützung oder so eine Hand, an der sie sich so ein bisschen festhalten können und das muss auch gelernt sein. Fun Fact, ein Arzt hat einmal einer Bekannten von mir das Buch von Stefanie Stahl empfohlen, als sie keinen Therapieplatz bekommen hat.
Obwohl sie ihm extra gesagt hat, dass sie es alleine einfach nicht mehr schafft und Hilfe braucht, also so face to face. Aber irgendwie verwundert mich diese Empfehlung nicht, weil Stefanie Stahl selbst sagt, dass ihre Bücher Therapien zum Selbermachen sind für alle Normalgestörten. So eine Skala, ab wann man noch normal gestört ist und ab wann nicht. Ja, das frage ich mich auch. Jede Person kann laut ihr mit ihrem eigenen Thema arbeiten, ob es jetzt Ängste sind oder Liebeskummer oder depressive Verstimmungen. Sie gebe nur Lösungsstrukturen vor. Erst bei schweren Traumata und Gewalterfahrungen empfiehlt sie, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie sagt, es gibt viele Menschen, die sagen, das Buch hat viel mehr geholfen als viele Therapien vorher. Aber wie Uroba und auch viele andere ExpertInnen sagen, eine Therapie kann schon dann der richtige Schritt sein, wenn man überfordert ist, das Gefühl hat, alleine nicht weiterzukommen oder man merkt, dass die eigene Lebensqualität eingeschränkt ist. Also bitte Leute, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden, wenn ihr euch entscheidet, in Therapie zu gehen. Das ist echt ein verdammt großer Schritt. Kendall Jenner hat in einem Interview auch darüber gesprochen, dass sie sich in ihrer Therapie mit ihrem inneren Kind auseinandersetzt und es ihr schwer gefallen ist, da einen Zugang zu finden. Ihr wurde dann Folgendes geraten. Why don't you find like a photo of yourself and put it on your bathroom mirror so that every morning, every night, every day when you walk into your bathroom mirror, you're looking at her and you're remembering that if there's anything negative that you're ever saying about yourself, if you're ever being mean to yourself, you're talking about her. And I was looking through old like photo books, this big cheesy smile on my face. I pasted it on my bathroom mirror and I talked to her. Neben dem Tipp, ein Kinderfoto aufzuhängen, kann man es auch über Meditation ausprobieren. Oder man schreibt seinem inneren Kind einen Brief. Oder man schreibt einfach einen Song, wie Adele. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass es hier um eine krasse Liebesgeschichte geht zu einer anderen Person. War damit aber auch nicht alleine. Hello, can you hear me? Aber gut, zeigt nochmal deutlicher, dass die Beziehung zu uns selbst eben die wichtigste ist. The song to me was the beginning of me trying to find myself, and I hadn't figured out yet what it was that I had to do for that. But when I wrote it, it was a real ode to like little me, older me, like all of these things, like, you know, so it's just a song about like I'm still here. Dass das alles super individuell ist, ist auch klar. Jeder findet den Zugang anders zu seinem inneren Kind. Und wenn man sich nicht an seine Kindheit erinnern kann, dann hilft es auch schon, sich zu fragen, was würde mir heute gefallen, wenn ich ein kleines Kind wäre? Aber wichtig ist es, dass man egal wie, ob allein oder in Begleitung, seine Erfahrungen und Emotionen verarbeitet und nicht verdrängt. Denn durch erlebte Traumata in der Kindheit kann es beispielsweise zu körperlichen und psychischen Erkrankungen wie Depressionen kommen. Wie würde sich eigentlich so ein verdrängtes oder auch traumatisiertes inneres Kind eigentlich auf das erwachsene Ich auswirken? Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das ist natürlich bei jedem komplett unterschiedlich. Aber es ist natürlich bei uns allen so, dass wir so ein bisschen Produkt unserer Vergangenheit sind. Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Eltern mit uns keine tiefe und sichere Bindung eingehen konnten, dann kann man sich natürlich Gedanken oder Glaubenssätze entwickeln, hier, eine sichere Bindung gibt es gar nicht. Oder ich kann Menschen gar nicht so leicht vertrauen. Aber das innere Kind zu beruhigen, ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt, wenn man erstmal die Angst überwunden hat, ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Dieser Satz hier trifft es ganz gut. Wir wollen unser Leiden beenden, indem wir das Kind an einen tiefen Ort in uns schicken und so weit wie möglich wegbleiben. Aber das Weglaufen beendet unser Leiden nicht. Es verlängert es nur. Nur, dass man mit dem Verarbeiten der negativen Erfahrungen nicht nur der psychischen Gesundheit helfen kann, sondern auch seine Taschen füllen kann, haben halt andere sehr gut für sich verstanden. Warum glaubst du, ist das eigentlich so zum Trend geworden? Also immer mehr über das innere Kind zu sprechen. Einerseits finde ich das gut, dass das angesprochen wird und dass da sich auch viele deswegen auch in Therapie begeben. Man muss immer bedenken, das wird in so einem Format verpackt, wo es einen so rübergebracht wird, jeder kann das mit einem Buch oder mit einem Coaching oder irgendwie mit einem Podcast direkt irgendwie anfangen, innere Kindarbeit zu machen und dann in 1-2 Wochen ist man geheilt. So ist es natürlich nicht. Also ich denke schon, dass es da auch Menschen gibt, die davon Profit schlagen wollen und da so ein bisschen Geld machen wollen. Es ist wie bei jedem anderen Thema auch. Umso mehr sich damit beschäftigen, umso mehr wollen daraus auch Profit schlagen. Und wenn es wie beim inneren Kind um die psychische Gesundheit geht, dann finde ich es wirklich sehr schwierig. Bestes Beispiel, leider,
der Childhood Trauma Test, der vor allem durch TikTok besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Der Test ist von BetterMe und verspricht dir, dass du durch ein paar Fragen dein inneres Kind besser verstehen wirst. Schön und gut, aber irgendwie lässt die Seriosität dann nach, wenn man a. nicht nachvollziehen kann, ob der Test wirklich mal psychologisch geprüft wurde und b. wenn man sich mal die Datenschutzbestimmungen der Webseite genauer durchliest. Aber gut, ich meine, wer macht denn das auch schon? Oder liest von euch wirklich jemand die AGB durch? Hier wird einem ziemlich schnell klar, dass der Test einfach nur darauf aus ist, deine Daten zu sammeln. Der erste Schritt beginnt schon damit, dass man die Ergebnisse nur erhält, wenn man seine E-Mail-Adresse eingibt. Ach so, dann mit ein bisschen Kohle kannst du dir auch einen auf dich konzipierten Heilungsplan kaufen, von dem du aber nicht weißt, ob der wirklich von einem Psychologen erstellt wurde oder nicht. Yay! Und dann steht im Kleingedruckten noch, dass BetterMe sich rausnimmt, viele persönliche Daten von dir zu sammeln. Fehlt nur noch, dass sie wissen, wie lange ich schlafe und wie viele Kalorien ich verbrenne. Oroba hat uns mal eingeordnet, wie sie zu solchen Online-Tests und auch Coachings rund um das innere Kind steht. Also ob man sowas ernst nehmen kann und was man beachten sollte. Das kenne ich jetzt gar nicht, aber krass, dass es sowas gibt. Wir wenden in der Praxis, also in der klinischen Arbeit, überhaupt keine Tests an, die jetzt sagen, boah, was für ein inneres Kind hast du jetzt? Das gibt's gar nicht. Das entwickelt man eher zusammen mit seinen Therapeuten oder Therapeutinnen. Ich würde einfach ein bisschen vorsichtig sein. Klar, man kann sich jetzt auch fragen, ja, ich bin Mitte 20, wieso sollte ich mich überhaupt noch mit meinem inneren Kind beschäftigen? Aber es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Warum sollte sich jede mit seinem oder ihrem inneren Kind auseinandersetzen? Weil jeder von uns ein inneres Kind hat. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, die wahrscheinlich nicht zu 100% perfekt war. Und deswegen hilft es einfach, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Wobei ich aber sagen muss, man muss sich nicht damit auseinandersetzen. Also nur, wenn man wirklich die Kapazität, die Ressourcen und den Wunsch dazu sozusagen hat, sich damit auseinanderzusetzen, nur dann würde ich auch diesen Schritt gehen. Nicht, weil alle gerade auf Instagram darüber reden. Wenn man erwachsen ist, heißt es nicht, dass das innere Kind dann völlig verschwunden ist. Man sollte auch Kind im Alter sein dürfen. Also ich bin, glaube ich, am meisten Kind, wenn ich rumalbere mit Freunden, wenn ich mich für die kleinsten Sachen ever begeistere wie sonst was. Und ich liebe das. Also ich will dann auch einfach albern sein. So albern, wie es geht, weil ich bin ja auch Albaner. Nee, das war eine Möwe. Auf was wäre dein inneres Kind heute stolz? Auf jeden Fall auf diesen Kanal und dass wir damit so viele tolle Leute erreichen können. Und manche uns sogar schreiben, dass wir ihnen geholfen haben. Also, halten wir mal fest, der Begriff das innere Kind ist eigentlich nicht mehr als eine Umschreibung dafür, dass du entweder psychisch stabil bist und mit dir selbst im Reinen oder eben verdrängte Emotionen und Erlebnisse in dir hast, die dich bis heute unterbewusst beeinflussen. Dass das innere Kind durch TikTok und Co. jetzt krass viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, spielt dem einen oder anderen natürlich in die Karten, wenn es um Geld und Karrieren geht. Die einen haben gute Absichten dabei, die anderen eher weniger gute. Dass aber durch Trends auch auf solche ernsten Themen aufmerksam gemacht wird, ist natürlich mega. Der nächste Schritt im realen Leben ist, dass Menschen sich da mit ihrer Psyche auseinandersetzen und lernen, sich selbst besser zu verstehen, mit oder ohne professionelle Hilfe, je nach Prägung des inneren Kindes. Aber allein den Schritt zu gehen und sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist mit die größte Form an Selbstliebe und Achtsamkeit und ein krasser Brust-raus-Move. Und nicht vergessen, das klingt alles immer nach ziemlich krass viel Arbeit. Kinder sollten aber spielen, nicht leisten. So geht es auch dem inneren Kind. Also darfst du ruhig auch mal kindlich sein. Für sich selbst zu erkennen, wie es dem inneren Kind geht, dann aber auch im nächsten Schritt das innere Kind der anderen wahrnehmen zu können, das ist etwas, was man immer und immer mehr dazulernen kann. Wenn Freundinnen also auch mal sagen, ey, mir geht's nicht so gut heute, ich muss was für mich tun, dann sehe ich nicht mehr nur die Person, die vor mir steht, sondern eben auch das innere Kind und seine Bedürfnisse. Und irgendwie habe ich dadurch auch automatisch viel mehr Verständnis. Wenn euch das Thema Freundschaften noch mehr interessiert, dann klickt doch mal auf dieses Video hier und checkt auch unbedingt Psychologie mit Oroba ab. Danke fürs Einschalten, Leute. Glocke aktivieren und Abo dalassen nicht vergessen. Guten Abend und gute Nacht.